Hallo zusammen, ich begrüße euch zu meinem ersten Dampfervideo mit der heißgeliebten E-Grip. Das Ding hat mir vor 3 Monaten geholfen, von der Zigarette loszukommen. Gefällt mir super. Nicht nur für Einsteiger. Hab bei der Bestellung direkt die Selbstwickel-Base mitbestellt und ist natürlich absolut Pflicht für jeden E-Grip-Besitzer. Warum mache ich dieses Video? Ich wickel seit 2 Monaten nur noch die vertikale Wicklung. Die vertikale Wicklung habe ich zufällig in einem Forum entdeckt, als ich auf der Suche war, mein Problem mit dem Siffen und Blubbern zu lösen. Ja, die stinknormale Wegwerfwicklung, die es zu kaufen gibt, ist nicht so ganz ohne, wenn man nicht weiß, worauf man zu achten hat. Das heißt, die 4 Liquidlöcher in der Hülse des RBAs müssen auch mit Watte bedeckt sein, und auch selbst wenn ich das beachtet hatte, war ich nicht ganz zufrieden. Auf jeden Fall stieß ich auf die sogenannte Prager Wicklung. Die vertikale Wicklung ist nicht neu. 1852 wurde in Wien der Herr Dr. Prager, nein, wurde er nicht. Es ist schon eine bekannte Wicklung, auch von ganz normalen Selbstwickelverdampfern, nur hier in der kleinen E-Grip das erste Mal benutzt worden von einem Typen, glaube ich, der sich Prager im Forum nennt. Vielleicht heißt er auch wirklich so. Nun, wie man diese wickelt, worauf zu achten ist, auch durch meine Erfahrungen jetzt, möchte ich euch zeigen. Du bist also auch im Besitz einer E-Grip und bei Facebook angemeldet. Dann such nach der Gruppe E-Grip Fanclub und Austausch, denn hier haben wir einige Leute, die sehr interessiert daran sind, Fragen zu beantworten, wenn du welche hast, oder aber auch selber welche zu stellen, Ideen auszutauschen und so weiter. Heißt, melde dich einfach an, lies dir die Beiträge durch, sehr informativ, sehr kreativ die Leute hier. Wir haben schon 921 Mitglieder, 37 davon sind neu. Tendenz steigend. Schließ dich uns an und sei dabei, verpasse keine Neuigkeiten. Ich hatte schon ein paar Bilder ins Netz bzw. in die Gruppe hochgeladen, aber einigen scheint das nicht zu genügen, beziehungsweise da sind immer noch ein paar Fragen offen, die man auch mit Bildern, die ja 1000 andere Worte ersetzen sollen, nicht erklären kann. Vielleicht ein Video, was dann 1 Milliarde Wörter ersetzt. Drum erzählen wir nicht allzu lang, kommen wir zu dem Wichtigen. Wir haben hier die E-Grip, nicht mehr mit originalem Drip-Tip, hat mir nicht so gefallen. Irgendein billiges Drip-Tip habe ich mir besorgt. Es kommt bald was Wertigeres. Hier haben wir die Watt-Einstellung. Mein persönlicher Sweet Spot ist hier bei 12,5 Watt. Wie bekommt ihr die heraus? Jeder für sich, muss mal testen, hoch und runter gehen. Beim Eindampfen immer natürlich bei den 8 Watt anfangen, der kleinste Punkt. Ich hoffe, man kann es erkennen. Und dann geht es in 1,5 Watt Schritten weiter. 9,5, 11, 12,5, 14, 15,5, 17, 18,5 und 20. 20 Watt sind jetzt hier ganz unten, aber wir gehen jetzt weiter über die 8 Watt, über die 9,5, über die 11 zu meinen 12,5. Kann ich mir ganz einfach merken. Der dicke Punkt von den 20 Watt ist oben bei 12 Uhr, aber etwas weiter links. Akkulaufzeit ist für mich ein großes Thema. Viele behaupten, sie kämen mit einer Akkuladung auch wirklich 2 Tankfüllungen aus. Das haut bei mir leider nicht so hin. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht und auch einen Rechner gefunden. Der Link dazu wird unten in der Beschreibung sein. Ich hoffe, es ist nicht allzu theoretisch. Ich versuche es so praxisnah wie möglich zu halten. Zum einen kennen wir den elektrischen Zusammenhang zwischen der Spannung U zum Strom und des Widerstandes. Heißt, U ist gleich R mal I, Uri Geller kann man sich merken, dass die Spannung wird in Volt angegeben, die sich berechnen lässt aus dem Widerstand in Ohm angegeben, multipliziert mit der Stromstärke in Ampere. Man legt also eine Spannung an, je nachdem welcher Widerstand dort herrscht, sei es jetzt ein Verbraucher in Form von Glühbirne oder ein Draht, der sich erhitzt, je nachdem passt sich die Stromstärke an. Das heißt, habe ich 2 Ohm Widerstand und ich habe 10 Volt anliegen, bei 2 Ohm werden 5 Ampere generiert oder erzeugt, erzwungen, was auch immer. Habe ich nun aber nur 1 Ohm als Widerstand, werden natürlich 10 Ampere ausgegeben. Wir müssen versuchen, die Stromstärke so gering wie möglich zu halten, um auf dieselbe Spannung zu kommen. Das heißt, wenn wir die Stromstärke verringern, muss der Widerstand höher gehen.
um dieselbe Spannung zu erreichen. Warum, zeige ich euch gleich in einem Rechner. Es gibt noch eine zweite Gleichung, nämlich die Leistungsgleichung, abhängig von der Stromspannung multipliziert mit der Stromstärke. Das ergibt dann unsere Watt. Ja, mit Stromstärke I haben wir nicht sehr viel zu tun als Dampfer. Darum möchte ich das I eliminieren, damit wir wissen, in was für einem Zusammenhang die Spannung mit dem Widerstand in Bezug auf die Leistung stehen. Dazu nehme ich die Römisch-1-Gleichung und löse nach dem I auf. Das heißt, das R muss verschwinden. Mit der Beziehung R mal I muss ich den Widerstand auf die andere Seite bringen. Weil dort eine Multiplikation herrscht, muss ich also durch den Widerstand teilen. Somit wäre dann nach I aufgelöst, bzw. I stände allein. Sieht dann so aus, U geteilt durch R wäre dann I. Dieses I ersetze ich, merken, U durch R, dieses I ersetze ich hier in der Leistungsgleichung. Dann erhalte ich, weil ja P U mal I war und ich ersetze das I mit U durch R, bleibt erhalten das U, aber in dem I aus der Uri-Gleichung kommt noch ein U und das geteilt durch R. Im Endeffekt U² durch R heißt, die Leistung ist nun berechenbar durch die Spannung zum Quadrat geteilt durch den Widerstand. Jetzt gab es die VV, also die variablen Volt-Akkuträger. Schon etwas länger gibt es die VW, die Variable Wattage Akkuträger. Heißt, man variiert nicht mehr die Spannung, sondern die Endleistung, die abgegeben wird. Warum? Man sagt sich, bei 20 Watt erhalte ich immer dieselbe Menge an Dampf. Ob ich nun jetzt so viel Volt oder so und so viel Widerstand in meiner Wicklung habe. Ja, das heißt, die Leistung in Watt ist also eine Orientierung an der Dampfmenge. Um dieselbe Dampfmenge oder um eine bestimmte Wattzahl zu bekommen, muss ich also Volt zum Quadrat nehmen und durch den Widerstand teilen. Nehme ich jetzt nun eine höhere Spannung, muss ich auch durch einen höheren Widerstand teilen, um auf dieselbe Leistung zu kommen. Andersrum, habe ich eine kleinere Spannung anliegen, reicht auch ein kleinerer Widerstand aus, um auf dieselbe Leistung zu kommen. Viele denken, aha, nehme ich mal geringere Spannung, geringere Widerstand, um auf dieselbe Leistung zu kommen und ich habe somit Energie gespart. Ist leider nicht so. Es ist genau andersrum. Höhere Spannung, höherer Widerstand verlängert die Akkulaufzeit. Wollten einige nicht glauben in unserer Facebook-Gruppe E-Grip Fanclub und Austausch, aber ich kann es begründen. Anhand eines Beispiels möchte ich das jetzt zeigen, ja? Wir nehmen zwei Widerstände. Einmal die Untergrenze der alten E-Grip, nicht 0, sondern 1,2 Ohm, nennen wir R1. Und als R2 nehmen wir mal 2 Ohm, von mir zuletzt gewickelt. Die beiden Widerstände testen wir mal bei meinem Sweet Spot von P gleich 12,5 Watt. Um die Akkuspannung herauszukriegen, müsste ich hier den Widerstand multiplizieren. Dann hätten wir P mal R, wäre also U². So, und um an U heranzukommen, müsste ich noch die Wurzel ziehen. Also ist U im Endeffekt gleich die Wurzel aus P mal R. Testen wir. Wir berechnen U1 für den Widerstand R1 und U2 für den Widerstand R2. U1 ist also unsere 12,5 Watt mal 1,2 Ohm, daraus die Wurzel. Mal gucken, was gleich rauskommt. U2 dasselbe, 12,5 Watt mal 2 Ohm, daraus die Wurzel. 12,5 mal 1,2 sind schon mal 15, Wurzelzeichen 3,87, um genau zu sein, Volt. U2 wären 12,5 mal 2 sind schon mal 25 und die Wurzel aus 25 sind genau 5 Volt. Beide Werte tippen wir mal in den Betriebsdauerberechner von der Seite acculine.de ein und schauen, was dann in Minuten herauskommt. Zum einen haben wir hier die 1500 mAh, die die E-Grip mit sich bringt. Die Nennspannung bei U1 hatten wir jetzt 3,87 und eine Akkurestmenge, wenn ich die jetzt auf 30 mache, zeigt er mir weniger Minuten an, als wenn ich 0 mache. Warum auch immer. Total komisch. Lassen wir bei 0. 12,5 Watt, mein Sweet Spot.
berechnen. Er zeigt mir an 28 Minuten. Nehme ich jetzt hier aber genau die 5 Volt, die höhere Spannung resultierte aus dem höheren Widerstand, R2, berechnen wir mal. Siehe da, 36 Minuten im Vergleich zu 28 Minuten. Das dürfte Beweis genug sein. Und wenn wir jetzt dann noch freaky sein wollen und 36 durch 28 teilen, kriegen wir 1,285, heißt 29% mehr Akkulaufzeit. Das mal so als Beweis. Ich selber merke auch was von diesen 30% mehr. Früher habe ich kaum mit einer Akkuladung eine Tankfüllung hinbekommen. Mittlerweile komme ich etwas über eine Tankfüllung, leider immer noch nicht an die 2 Tankfüllungen, wie manche aus der E-Grip-Gruppe auf Facebook behaupten. Ist leider bei mir nicht so. Ich weiß nicht warum, vielleicht habt ihr ja ein paar Ideen. Ich habe hier noch etwas Liquid von meinem Mango Tango von Tasty Puff, mein Alltagsliquid bisher. Weil ich hier noch was Liquid drin habe, ziehe ich den Drip Tip ab und stelle die E-Grip auf den Kopf, löse mit einer Münze unten die Base. Ja, es sieht lustig aus. Ich habe hier einen Q-Tip drin. Durch die Prager-Wicklung ist es noch luftiger als mit der Standardwicklung. Also zu luftig für mich. Dann schneidet man einfach von einem Q-Tip, also ein Ohrstäbchen, Wattestäbchen, 6 mm vom Röhrchen ab und schiebt sie unten rein. So, raus damit. Hier die Gummidichtung oben drauf. Die hing manchmal bei mir innen drin im Röhrchen fest. Ja, um das Röhrchen herum, dann mit einer Nadel und einer Pinzette von der Seite hier rausfädeln, war ziemlich nervig. Ist dann immer wieder passiert, bis ich auf die Idee kam und von den Wegwerfköpfen mal eine Gummidichtung zu nehmen, ja, von oben drauf. Passt da auch drauf, sind alle gleich. Nun, abschrauben. Man sieht nicht wirklich viel, ist auch ziemlich dunkel. Es schmeckte nicht mehr allzu dolle, kam weniger Dampf raus. Also es schmeckte nicht schlecht, aber einfach nur nicht so intensiv. Also neu wickeln, Draht auch direkt erneuern, Watte erneuern, alles alte raus. Ich versuche mal in die Makroauflösung umzuschalten, vielleicht seht ihr dann mehr. Sieht ziemlich ekelhaft aus. Die letzte Wicklung hat jetzt 3-4 Wochen gehalten. Der Draht wurde zum zweiten Mal benutzt, aber diesmal habe ich meinen neuen Draht bekommen von Fastec, 0,25 mm Nickel-Chrom. Warum 0,25? Naja, bei der RBA liegen 0,28 mm Draht dabei, auch Nickel-Chrom. Ist grenzwertig bei der Prager-Wicklung. Man könnte leicht an die Schrauben rankommen und im Vergleich zu Kanthal habe ich hier einen besseren Widerstandswert auf Wicklungsanzahlen. Ihr müsst später mal gucken, ich werde euch einen Link unten in die Beschreibung geben, wo ihr dann euren Draht findet, mit dem ihr am liebsten wickelt. Ich habe mir nun etwas Draht abgetrennt und werde gleich herausfinden, wie viel ich davon benötigen werde. Wir haben die Cap schon ab. Jetzt noch die Hülse. Ist schon aus dem Gewinde raus. So, finden wir das Ende. Ich weiß, in welche Richtung ich gewickelt habe. Na, da haben wir es. Zur Mitte hin. Ach, es hat sich gespalten. Okay, weg damit. Und hiermit. Wisst ihr was? Der Draht kommt weg. Ich nehme mir einen Mini-Schraubenzieher und werfe die ganze Wicklung raus. Ciao. Akkulaufzeitberechner und auch den Dampfspulenrechner werde ich euch beides unten in die Beschreibung als Link einfügen, damit ihr ein bisschen rumexperimentieren könnt und für euch das Richtige finden. Um meine Drahtlänge zu bestimmen, fädele ich den Draht erstmal durch die Pole. Schraube den Draht an und die andere Seite auch. Ganz willkürlich erstmal nach Bauchgefühl. So, sorge dafür, dass die Schleife, die ich jetzt hier habe, die ich benutzen möchte, nicht die Base berührt, nirgends. Und dann hole ich mir meinen Multimeter, stelle Multimeter auf oben
einschalten. Und dann nehme ich meine beiden Pole, drücke sie aneinander und stelle fest, 0,2 bis 0,1 Innenwiderstand. Merken wir uns. Heißt, den Innenwiderstand, den die Kabel oder das Multimeter haben, müssen wir dann abziehen. Gucken wir mal. 3,0, 2,9, es wären jetzt 2,7 oder 2,8. Auf jeden Fall zu viel. Heißt, zu viel Draht. Heißt, lösen, etwas zurückziehen. Ja, komm, noch ein bisschen. Anziehen. Und ein weiteres Mal messen. Ich setze die Pins auf den Schraubenköpfen an, drücke drauf, feste, ja, das ist okay. Also zwischen 1,7 und 1,8, ne? Brauchen wir nicht mehr. Dann knipse ich meist schon ab. Dünner Draht. Na? So. Was wir machen ist, beim Minuspol ansetzen, so dass wir hinten gar nicht rauskommen und schon mal den Minuspol anziehen. Um den brauchen wir uns jetzt nicht mehr kümmern. Warum starten wir beim Minuspol? Ganz einfach. Die Bohrung hier, das Luftloch, der E-Grip, hat einen Durchmesser von 2,5 mm, also nehme ich einen 2,5 mm Bohrer oder eine Wickelhilfe, stecke den hier durch. Ja, ich drücke mal den Q-Tip hier raus, 6 mm lang. So, wenn der Bohrer jetzt da drin steckt, nehme ich den Draht, lege den hier unten an den Minuspol. Dann versuche ich hier herumzuwickeln und mit einer Pinzette mal andrücken. Und zwar so unten an, dass ich unten beginne. Es kann kein Kurzschluss entstehen und dann leicht hochgehe. Erstmal einfach nur drum herum wickeln. Echt fummelig diese Pragerwicklung, aber lohnt sich. Mit ein bisschen Fummelarbeit. So ankommen, dass ich noch etwas Draht übrig habe, um noch runter zum Pluspol zu wandern und dabei eine Öse zu bauen. Was haben wir jetzt? 5, 6 Windungen. Dann mache ich hier am Ende mit der Pinzette einen Knick und versuche damit in den Pluspol zu kommen. Sofort anziehen. Man kann die Öse leicht erkennen, dadurch kommt später die Watte für den Anfang. Ich ziehe den Bohrer drehend heraus, so dass sich die Wicklung nicht mehr allzu verzieht. Ich mache kurz Pause und richte ein bisschen die Windungen aus. Ja, das gefällt mir nicht ganz so toll. Ich versuche das ein bisschen gleichmäßig zu machen und messe nochmal den Widerstand und dann geht's weiter. Also, wichtig war, wir dürfen mit der Spule auf keinen Fall den Pluspol berühren, auch nicht den Minuspol. Unten die erste Wicklung, weil wir beim Minuspol angefangen haben, dürfte den Minuspol berühren, aber dann bei der Schraube am besten nicht mehr, wenn da schon die zweite oder dritte Wicklung ist. Beim Pluspol gar nicht. Oben rum, hinten die Öse runter zum Pluspol. Und jetzt erstmal checken, ob wir auch nicht nur die Spule so ausgerichtet haben, dass die Pole und die Schrauben nicht berührt werden, sondern auch die Hülse. Also Hülse aufschrauben, von oben reinschauen, die Öse berührt nicht die Hülse und die Spule, naja, das wäre schon eine Kunst mit Spule, also mit der Wicklung selber die Hülse zu berühren. Hauptsache die Öse hier zum Pluspol
Ja, berührt es nicht. Das ist hier nicht der Fall. Alles super. Noch eine Sache. Gucken wir jetzt von der Seite. Dann ragt eine letzte Wicklung noch oben etwas raus. Nehme ich die Cap und setze hier so neben an diesen Abstand, an den Sockel, wo er genau hier aufhören wird, ist zu erkennen, na, lass mich gucken, da wird noch Luft sein oben zwischen Basecap Deckel, also Wanddecke und Spule. Da wird noch Luft sein, sodass da auch kein Kurzschluss entstehen kann. Wichtig gleich beim Wickeln, die Watte darf hier auch nicht weiter höher ragen. Ja? Die Watte darf nicht an diese Decke hier berühren. Warum? Durch die Kapillarwirkung kann es sein, dass ein Liquid von außen, weil wir ja um die Spule wickeln, von außen hochkommt zwischen Watte und Deckel oder Decke, sich da irgendwo rumschleicht und dann darüber geht und dann ins Zentrum, wo die Luft von unten durchkommt. Dass sich da dann Tröpfchen aufsammeln zwischen Watte und Deckenwand. Das wollen wir auf jeden Fall verhindern. Als ich das bemerkt hatte und darauf dann immer geachtet habe, hatte ich nie wieder Blubbern und Siffen. Das ist echt sehr wichtig. Zum Wickeln der Watte. Erstmal machen wir mal hier die Basecap drauf. Hier ist immer noch Liquid drin. Alles gut. Mit der Münze kurz nochmal anziehen. Und jetzt puste ich nochmal von unten drunter beim Feuern. Dann kommt nochmal oben so ein kleines Wölkchen heraus und hören, ob es feuert. Ha, können wir nicht, kein Liquid drin, aber gucken. Jawohl. Das war der Dryburn. Paar Mal feuern, nicht allzu lang. Mit der Schraube anlösen, der Rest geht auch so. Na, jetzt habe ich dich. Mit dem Dryburn nochmal sich vergewissern, dass sich nichts verzogen hat. Dann Watte. Ich habe hier etwas Muji-Watte, nicht mehr allzu viel. Davon nehme ich mir ein Pad. Davon circa 4 mm Breite, 3 bis 4 mm entlang der Fasern. Nicht quer dazu, damit wir, ja, bei Menthol-Liquids könnte sich das leicht zersetzen, auflösen. So, entlang der Fasern. Die komplette Strecke nehmen wir mit. Ungefähr so breit wie dick das Pad hier ist. Müssten 3-4 mm sein. Dann nehme ich die oberste Schicht ab, weil es sonst zu dick wird. Und die unterste auch. So, jetzt befeuchte ich das erstmal mit meinem Mango Tango. Ein paar Mini-Tropfen hier mit der Nadel. So, vorne und hinten. Ganz leicht. Dann schnibble ich gerne eine Spitze. Warum? Weil das wollen wir jetzt hier durchfädeln. Durch die Öse. Ich helfe ein bisschen nach. Und dann kann ich mit der Pinzette nachziehen. So dass ich vielleicht, ich ziehe mal zurück, so dass ich diese Spitze, die ich hier erstellt habe, zwischen Minuspolschraube und Wicklung quetschen kann. Das bleibt jetzt so und ohne Zug drehen, da wo ich herkam, mit einer Nadel am besten hier heben und auch dort zwischen Pluspolschraube und Wicklung das dicke Ende der Watte schieben. Ist etwas fummelig, aber funktioniert. So habe ich auch nochmal dann quasi eine Sicherung, dass ich keinen Kurzschluss verursache. Wichtig jetzt, das Liquid wird von außen durch die 4 Liquidlöcher reinkommen. Ja, wird reinkommen, von außen an die Watte. Soll durch die Watte dringen, um dann quasi an die Wicklung zu kommen, also an den Draht. Das heißt, unten muss auch auf jeden Fall Watte sein, damit es hier nichts unterhalb der Spule in das Luftloch gelangen kann. Heißt,
Ich werde die Watte etwas unten ansetzen, um die ganzen Pole zu wickeln. Und gegen Ende hin werde ich oben rum etwas abdecken. Also erstmal gehen wir jetzt, nachdem wir Plus- und Minusschraube hier quasi mit etwas Watte von der Wicklung abisoliert haben, wickle ich jetzt komplett um die Base herum, sodass die Hülse später schwer drauf passen wird. Ist aber egal, das wird passen. So, kurz orientieren. Ach ja, sehr wichtig, ich drehe die Watte rechts herum. Warum? Die Basehülse wird nachher auch rechts herum drauf geschraubt. So kann sich das nicht mehr lösen. Wenn ich jetzt andersrum wickeln würde, könnte ich mir vielleicht schwer tun. Ich glaube, so viel Unterschied macht das nicht. So, jetzt etwas runter, um dann hier drum zu kommen, um die Pole, um die Polsockel, um den Sockel. So, jetzt habe ich es. Hier nochmal nachhelfen. Wenn ich jetzt weiter hoch gehe, decke ich auch die oberen Teile der Spule ab. Von oben ein bisschen runterdrücken. So, Zeit zum Tränken. Nicht allzu viel, aber so, dass es sich nicht mehr lösen kann. Jetzt ein bisschen quasi verkleben mit Hilfe des Liquids. Hier ist ein Fussel, den wir nicht haben wollen. Ciao. So, von außen hier ein bisschen beträufeln. Nicht nach innen. Jetzt ist der Trick, dadurch, dass wir von unten nach oben gegangen sind, ist es jetzt ziemlich dick. Aufeinander gelappt, ist in Ordnung so. Unten ist es dicht. Nach oben hin können wir gleich korrigieren. Jetzt kommt erstmal die Hülse drauf. So, die Hülse. Nicht runter quetschen, einfach ansetzen, bis ihr Widerstand spürt. Und dann schon anfangen zu drehen. Ihr schneidet quasi in die Watte ein Gewinde. Und nur während, naja gut, es sollte schon etwas gerade gerichtet sein. Nur durch die Drehbewegung und weil die Watte etwas dicker ist, schraubt sich die Basehülse alleine runter. So, ganz wenig Druck. Wenn wir unten angekommen sind und quasi treffen sich bald Hülsengewinde unten mit Basegewinde. Erstmal prüfen, kann ich es hoch runter leicht bewegen, geht. Also ich bin noch nicht im Gewinde drin. Ich habe einmal schief angesetzt und dann habe ich es nur noch mit Zange rausgedreht bekommen. Das heißt, wenn ihr das Gewinde treffen wollt, geht nochmal einmal zurück, um dann sauber den Gewindeeingang zu erwischen, damit ihr euch da nichts kaputt macht. So, ich bin komplett drin. Von oben sieht es jetzt so aus. Von der Seite ragt noch ein bisschen Watte heraus, ne? Vergleich mit der Basekappe. So, nee, guckt zu viel raus auf jeden Fall. Guckt zu viel raus. Was machen wir? Nehmen wir etwas Kleines und schieben die Watte weiter runter. So weit runter wie möglich. Wichtig gegen Siffen. Und jetzt noch die Kappe drauf. Was ich jetzt noch gerne mache, wenn ich neu gewickelt habe, ein Streifen Taschentuch, leicht verzwirbeln. Erstmal schauen, können wir durchgucken? Können wir. Locker. Von unten mal kurz rein und säubern. Das mache ich auch, wenn es mal, also hat es jetzt lang nicht mehr, wenn es mal kurz blubbert. Vielleicht noch weniger oder noch spitzer zwirbeln das Taschentuch. Dann kann man auch komplett durch die ganze E-Grip wandern mit dem Taschentuch. Aber Vorsicht, dass innen drin nichts hängen bleibt. Ja, ich kann durchgucken. Ihr auch. So. Ist alles fest. Nicht zu fest. Ich glaube so. Wir sind schon fertig, ne? Ich forme gleich wieder meinen Q-Tip rein als Luftlochverkleinerung. Ist mir sonst zu luftig. Ja, es kommt mehr Dampf, aber weniger Geschmack. Ich ziehe gern erst auf Backe und dann runter in die Lunge. Dann schmeckt es zweimal, anstatt nur wie beim Direktzug in die Lunge, nur beim Ausatmen.
So schmeckt es mir halt mehr. So, kleinste Stufe, eindampfen und dann ist man fertig, ne? Wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare, schreibt mich an, kommt in die Facebook-Gruppe eGrip Fanclub und Austausch. Ja, ich hoffe, es hat euch geholfen, gefallen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Macht's gut.